Hallo meine Lieben, bald ist es ja schon wieder soweit, ne? Der 1. Dezember kommt schneller als man denkt und deshalb wollte ich euch mal zeigen, wie ihr diesen Adventskalender selber machen könnt. Das ist so ein viereckiger Block mit 24 kleinen Türchen, die jeweils 4 x 4 cm groß sind. Und ich zeige euch zwei Varianten, wie ihr das machen könnt. Einerseits, wie ihr die kleinen Boxen mit dem Plotter machen könnt. Und wenn ihr keinen Plotter habt, wie ihr das auch manuell machen könnt. Und ja, wie das funktioniert, das zeige ich euch gleich. Also dann starten wir mal mit der ersten Variante, mit der manuellen, und die Box nehmen wir natürlich weg, weil wir wollen die ja selber machen. Also zum Basteln, Papierbasteln verwende ich oft dieses weiße Papier, die kriegt man hier, das sind 200 Gramm Papiere, die kriegt man 100 Stück für 12 Franken. Ich finde das ein super Preis und damit lässt sich echt super basteln. Und was wir jetzt brauchen ist, wir brauchen ein Stück Papier, das 13 x 17 cm ist. Das heißt, hier einmal schneiden bei 13 cm und dann noch einmal schneiden bei 17 cm. Landen wir hier oben. Sag ja. Und wenn wir das geschnitten haben, dann müssen wir noch falzen. Also Achtung, nicht die Schneideklinge nehmen, sondern hier unten die zum Falzen. Wir falzen auf der langen Seite bei 4 cm, dann bei 8 cm und dann nochmal bei 12 cm. Und so habt ihr noch eine kleine Lasche von 1 cm. Dann drehen wir das Ganze um und machen auch auf der Seite einmal 4 cm, dann einmal 8 cm, 12 cm und dann noch 16 cm. Das ist bei mir genau das Ende des Brettes, aber es reicht noch. Und so haben wir auch hier oben 1 cm gefalzt. So, dann als nächstes ziehen wir die Falzkanten mit dem Falzbein nach. Und Achtung, ne, man hat immer das Gefühl, hier ist ja eine Tallinie, also muss ich das so umklappen. Aber was wir machen mit dem Falzbein, wir machen diese Papierfasern dynamischer und deshalb eben gerade umgekehrt. Das heißt, wir klappen es gegen die Seite, wo diese quasi Berglinie ist. So, und da ist jetzt vom Schneiden her, ich möchte nicht, dass ihr euch jetzt die ganze Zeit verschneidet, deshalb habe ich euch hier eine kleine Vorlage gemacht. Die könnt ihr euch ausdrucken, hier im Printscreen machen, die ausdrucken und dann könnt ihr euch die hinlegen, weil ihr macht die Boxen ja jetzt quasi 24 Mal. Ne? Von dem her, was ihr jetzt macht, ist auf diesen Seiten hier überall reinschneiden und auch auf diese Seite überall reinschneiden. Das bleibt alles an einem Stück. Dann braucht ihr hier unten diese 3, die müssen alle ganz bleiben, also da schneidet ihr nichts an. Und bei allen weiteren könnt ihr hier die Kanten so ein bisschen anschrägen. Dieses Stück geht weg und von dem Bereich, wo jeweils 1 cm ist, braucht ihr nur die hier oben und die hier auf der Seite und die hier könnt ihr ein bisschen anschrägen. Und genau das machen wir jetzt. Nehmt euch besser eine spitze Schere, dann kommt ihr auch viel besser in die Ecken rein. Also, ich habe das Stück jetzt so quasi vor mir liegen und ich gehe jetzt diese Linie hoch und schneide hier überall diese Kante ein.
So, dann habe ich gesagt, hier oben brauchen wir nur diese Lasche. Dann können wir hier diese Ecke wegschneiden. Und die andere auch. Dann unten haben wir gesagt, bleibt alles ganz, aber hier diese Ecke könnt ihr die Lasche so ein ganz kleines bisschen anschrägen, nicht zu viel, weil das wird der Deckel der Box, und wenn ihr da zu viel abschneidet, dann hat die zu wenig Widerstand. Also ich würde wirklich nur ganz klein abschneiden. Dann, was wir auch gleich machen, ist dieses Viereck hier wegschneiden. Das ist dieses hier. Und dann können wir eigentlich überall noch anschrägen, außer eben unten. Unten, wo ihr diese Lasche habt, diese Einstecklasche, da lasst ihr das Ganze ganz. Und bei den anderen könnt ihr das so ein bisschen anschrägen. Das geht dann auch einfacher zum Kleben. Dasselbe auf der anderen Seite. Einfach, hier könnt ihr noch diese, ich lege es lieber hin, damit es klar ist. Das kommt weg, das kommt weg, das kommt weg. Und weil wir das Feld schon weg haben, müssen wir hier noch diese beiden Teile oben wegschneiden. Unten alles ganz lassen und dann könnt ihr die beiden oberen auch noch anschrägen. So, und wenn ihr fertig seid, dann sollte das Ganze so aussehen. Was wir jetzt machen, ist der lange Teil. Das hier ist unsere Klebelasche. Dann nehmen wir jetzt ein bisschen Flüssigkleber. Ich könnte da auch mit einem Doppelklebeband machen. Ich mache das jeweils so, dass ich hier von diesem Zementitkleber einfach in eine kleine Dose abfülle, damit ich besser damit arbeiten kann. Das heißt, ich gebe jetzt hier auf diese Klebelasche den Kleber drauf. Und dann geht es am einfachsten, wenn ihr das umdreht, diese hier einklappt und von der anderen Seite her auch das Teil einklappt. Und dann guckt ihr einfach, dass die Linien gerade aufeinander liegen, und dann könnt ihr hier das festkleben. Voilà. So, jetzt haben wir das. Jetzt haben wir unten, hatten wir eines gerade gelassen. Das kommt als letzte drüber, weil das deckt dann das Ganze schön. Das heißt, wir gehen hier einmal mit den seitlichen rein. Ich gebe da jeweils auch so nur den Kanten entlang ein kleines bisschen Kleber, damit das so ein bisschen stabiler ist. Diese Kante rein, auch hier der Kante entlang ein bisschen Kleber. Diese rein, auch hier entlang ein bisschen Kleber. Und dann wirklich gebt ihr hier auf den Deckel schön genug Kleber, weil das verschließt dann das Ganze am Schluss. So, jetzt müssen wir noch gucken, dass wir hier einigermaßen gerade sind. Es geht einfach darum, dass hier diese beiden Kanten wirklich gerade aufeinander liegen. Dann könnt ihr die Box umkehren, innen drinnen mit dem Falzbein das Ganze ein bisschen andrücken, damit sich der Flüssigkleber da drinnen auch ein bisschen besser anzieht. Und dann, damit man die Box dann auch besser öffnen kann, könnt ihr diese beiden Laschen auch noch ein bisschen zurückkürzen. So, dann zack, zack, und die Box kann zu. So, wir haben eine von 24 Boxen. Das Ganze macht ihr jetzt noch 23 Mal, und ja, ich zeige euch jetzt noch, wie die zweite Variante funktioniert. Für die zweite Variante gehen wir zuerst in den Plotter. Ich habe hier, weil ich einen Brothers Gun and Cat habe, habe ich
den Canvas, den ich öffne. Und da findet ihr den Mustervorlagen. Ganz, ganz weit unten findet ihr diesen Würfel. Den könnt ihr nehmen, klickt einfach hier auf dieses Bild und dann überträgt sich das Ganze auf euren Canvas. Und dann könnt ihr diese Punkte des Würfels ganz einfach alle löschen. Und dann müsst ihr noch die Größe von den beiden Teilen anpassen. Da ist das eine lange Teil, das ist 143,7 mm mal 40,6 mm und das kleinere vierige Teil ist dann 131,8 mm mal 80,2 mm. Das Ganze könnt ihr dann ein paar Mal kopieren, einfach so, dass ihr das am besten platzsparend ausplotten könnt. Ich habe eine A4-Seite verwendet und deshalb habe ich von diesen langen Stücken jeweils 7 auf eine Seite gelegt und das dann 3-mal ausgeplottet, plus dann noch eine Seite mit 3 Stück gemacht und die einmal ausgeplottet. Und das andere Teil, da habe ich jeweils 4 nur auf eine Seite gebracht und das deshalb 6-mal ausgeplottet. Wenn ihr fertig seid mit dem Plotten, dann solltet ihr jetzt 24 von je diesen beiden Stücken haben. Die Linien sind ja beim Plottern dann schon vorperforiert, dann könnt ihr einfach das Ganze da umlegen, wo es perforiert ist. Das ist hier 4-mal. Und dann könnt ihr das Ganze einfach auch noch mit dem Falzbein nachziehen. Und dasselbe auch beim anderen Teil. Da haben wir hier oben eine Kante, hier eine, dann haben wir hier oben auch noch eine und hier eine. Ziehe ich ganz kurz nach. Und dann haben wir hier noch diese 4 Laschen. Und auch die ziehe ich kurz mit dem Falzbein nach. Das Schöne hier bei dieser Variante, ihr müsst wirklich nicht viel kleben. Das Einzige, was ihr kleben müsst, sind diese beiden kleinen Laschen. Das heißt, ihr gebt hier Flüssigkleber drauf. Und dann legt ihr das so hin, dass dieses Mittelstück hier genau der Linie entlang zu liegen kommt und dass die oberen, diese Linie und die untere hier einen geraden Verlauf hat. Drückt das mit dem Falzbein auch kurz noch ein bisschen fest. Und dann dasselbe auf der anderen Seite, auch wieder Flüssigkleber auf diese Lasche geben. Dann geht es am einfachsten, wenn ihr das hier einfach gerade hinlegt und mit dem anderen Stück auch gerade rüber kommt. Gucken, dass diese beiden Linien parallel sind oder na, ihr wisst, was ich meine, einfach, dass die Linie hier gerade weitergeht. Das Ganze auch ein bisschen andrücken. So, dann haben wir unten oben, spielt hier keine Rolle, weil beide gleich sind. Könnt ihr die ganz einfach hier vorsichtig reinschieben und dasselbe auf der anderen Seite und schon ist diese kleine Box fertig. Das war die Variante mit dem Plotter und jetzt gehen wir ran und machen noch eine kleine Lasche jeweils an die Boxen. Das gilt natürlich für beide Varianten, weil wenn ihr die nicht habt, ist es relativ schwierig, hier diese kleine Box zu öffnen. Wenn ihr diese kleine Lasche habt, könnt ihr da schön dran ziehen und dann geht das viel einfacher auf. Jetzt habe ich diese Laschen gemacht. Ich habe ganz einfach ein kleines Stück Papier genommen, von den Resten beim Plotten oder wenn ihr es selber geschnitten habt, habt ihr ja sowieso so ein kleines Stück übrig. Und dann habe ich hier eine kleine Stanze, die ist 1,6 cm.
Na, wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich, wenn ihr das Ganze mit einem Plotter macht, könnt ihr da natürlich auch die Kreise schon ausschneiden. Ich würde einfach nicht über 2 cm gehen. Wo war denn jetzt die Lasche? Hier. Weil diese Lasche ist ja nur 1 cm. Und damit ihr dann auch alle Laschen immer so habt, dass die am gleichen Ort zu liegen kommen, habe ich mir eine Schablone gemacht, so aus dem Reststück raus. Ich habe hier einfach einen Kreis ausgeschnitten, habe das auf 4 cm zugeschnitten, einfach geguckt, dass der Kreis in der Mitte ist. Jetzt kann ich das hier schön oben an die Kante legen, gucken, dass der Kreis in der Mitte ist und dann könnt ihr euch hier einfach die Linie anzeichnen. Und so könnt ihr das dann für jede Box einfach nehmen, oben anlegen, dann gucken, dass die beiden Markierungen richtig sind. Und dann kommt euch der Kreis auch immer am richtigen Ort zu liegen oder am selben Ort zu liegen. Und dann gebt ihr hier nur auf den oberen Halbkreis, das heißt auf der Lasche, gebt ihr Flüssigkleber drauf. Dann nehmt ihr euch den Kreis, legt den in die Schablone rein, drückt hier fest, zieht die Schablone weg. Könnt ihr auch schon wieder loslassen. Und dann würde ich das Ganze kurz umlegen, um das festzudrücken, weil wenn euch sonst unten der Kleber rausquillt beim Festdrücken, dann klebt es hier und das wollt ihr ja nicht. Von dem her kurz umlegen und dann einfach hier festzurren. Wenn so ein bisschen was rausfließt von dem Kleber, könnt ihr das ganz einfach mit den Fingern wegwischen. So, und dann haben wir hier wunderbar eine kleine Lasche, mit der man die Box wesentlich einfacher öffnen kann. So, jetzt solltet ihr eigentlich 24 von diesen kleinen Boxen haben. Die sieht jetzt aber ein bisschen nackig aus, ne? Und wir wollen die hier noch ein bisschen schön aufhübschen. Ich habe das gemacht mit einem Designpapier, das ich bei Coop gekauft habe. Ich finde, die haben im Moment eine super Aktion. Das sind solche Blöcke, ne, das ist hier so ein Schneeflockenmuster. Hier habt ihr Sterne, Häuschen, Geschenke. Das ist alles so in braun-gold gehalten. Oder hier eine Variante mit blau-weiß. Ihr habt die andere Box gesehen, ne? Die hier war effektiv mit diesem blau-weißen Papier gemacht. Das Papier selber auf dem Block sind 24 Seiten mit jeweils 30 x 30 cm und das sind 230 Gramm Papier, also von dem her wirklich super zum damit arbeiten. Ich habe mich für diese Box, wo wir jetzt gerade dran sind, für diesen Block entschieden und ich habe es so gemacht, wir haben 24 Boxen und ich dachte, okay, ich nehme 6 verschiedene Muster, so habe ich für alle 4 Seiten immer 6 unterschiedliche Muster und dann könnt ihr einfach durchgucken, ne, was euch hier am besten gefällt und ja, nehmt einfach 6 Muster, die für euch am besten passen. Die Box ist ja 4 x 4 cm. Ich finde es immer schöner, wenn so ein ganz kleiner Rand noch da ist und deshalb schneide ich mir hier das auf 3,8 x 3,8 cm. So. Und dann könnt ihr das mit dem Flüssigkleber wenn da was rauskommt, jetzt kommt was raus, super, mit Flüssigkleber schön mittig auf diese Box aufkleben. Einfach gucken, ne, wenn ihr, also die Lasche ist ja das, was dann oben ist. Wenn ihr ein Muster habt, wo das eine Rolle spielt, guckt einfach drauf, dass ihr das dann richtig draufklebt. Bei mir spielt es jetzt nicht wirklich eine Rolle. Deshalb kann ich das einfach mal so hinlegen. Kurz ein bisschen festdrücken. Flüssigkleber braucht auch nicht wirklich lange, damit der hier angezogen ist. Und ja, dann habt ihr eine schöne Abdeckung von der Box und das macht ihr jetzt mit allen 24 Boxen. Und das Ganze wäre kein Adventskalender, wenn ihr da nicht auch Ziffern drauf hättet. Und ich zeige euch 2 Varianten, wie ihr das machen könnt.
da haben wir einerseits, hatten wir ja hier auf der Box diese einzelnen Ziffern, die habe ich so gemacht, dass ich die, das ist so ein Set an Stanzen, die habe ich mit der Big Shot so oft ausgestanzt, wie ich die halt gebraucht habe, um auf allen Seiten die Ziffern anzubringen. Ich habe hier Rot, Weiß, Blau ausgewählt, weil an das ganze Muster oder sich die Muster wirklich auch in diesen 3 Farben ja, halt einfach abbilden. So hat das am besten gepasst. Das ist die eine Variante. Und die andere Variante ist, dass ihr euch selber solche Zifferblättchen am PC macht, das entsprechend ausdruckt, in Streifen schneidet. Und ich habe hier eine Stanze, die ist 2,5 cm und deshalb habe ich geguckt, dass dieser Kreis auch 2,5 cm ist. Dann könnt ihr die Stanze nehmen und hier, ich drehe die immer auf die Rückseite, damit ich auch sehe, wo ich stanze, weil so sehe ich ja nichts. Und dann könnt ihr einfach gucken, dass sie hier schön mittig zu liegen kommt. Einmal ausstanzen und dann habt ihr hier auch schon eure Ziffer. Ich habe das so gemacht, oder ich empfehle es euch eigentlich auch. Das hier ist jetzt, das sieht so aus, wenn ich das nur einfach mit diesem 200er Papier habe. Es sieht relativ flach aus und deshalb habe ich es so gemacht, dass ich mir noch 2 weiße Kreise ausgestanzt habe mit derselben Stanze und die klebe ich jetzt einfach aufeinander, kurz. Ich habe nämlich hier die 3 Finger, damit ich da wirklich schön gerade drauf zu liegen komme. Drücke die anderen Rändern fest. So, dann noch einmal Flüssigkleber auf den obersten Kreis und dann kommt diese Ziffer oben drauf. Auch hier wieder mit den 3 Fingern quasi festhalten, damit das wirklich schön gerade drauf zu liegen kommt. Da dreht ihr das so ein bisschen im Kreis herum und drückt es fest. So, und dann sieht das auch schon ganz anders aus, weil jetzt hat das Ganze auch so ein bisschen Dimension. Das heißt, ihr könnt hier jetzt die Ziffer auch auf dem Kästchen festkleben und Achtung, eben immer, ne, da wo die Lasche ist oben, legt ihr das da mittig drauf und schöner beim Flüssigkleber ist ja immer, man kann noch ein bisschen rubbeln. Haltet das ganz kurz fest, bis es der Kleber so ein bisschen angezogen hat und dann haben wir diese Box auch schon dekoriert. So, als nächstes hole ich mir jetzt die ganzen anderen 23 Boxen und zeige euch kurz, wie ich das Ganze angeordnet habe. So, ich habe jetzt die 16 Boxen so angeordnet, dass ich immer die 4 mit demselben Design nebeneinander habe und das aus dem Grund, weil wir haben ja 4 Seiten auf diesem Würfel und so habe ich die Gewährleistung, dass ich immer von demselben Muster nur eines pro Seite habe. Was ich dann gemacht habe, ist, ich habe effektiv geguckt, dass ich die Ziffern halt so ein bisschen, dass nicht auf einer Seite zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist, sondern die so ein bisschen vermischt sind und auch jetzt nicht zu viel von den dunklen oder einfach nicht zu viele von den jeweiligen Varianten, die ich gemacht habe, auf einer Seite des Würfels sind. Von der Anordnung her habe ich es so gemacht, ihr seht das hier, ich habe unten sind immer 2, die gegen mich gucken. Dann habe ich auf der zweiten Linie sind einmal 3, einmal 1 und dann wieder 3 und dann wieder 1. Und dann auf der obersten Linie genau entgegengesetzt, das ist einmal 3, einmal 1, 3 und dann wieder 1. So habe ich die angeordnet. Damit wir das Ganze jetzt zusammenkleben, vielleicht wie die am besten platziert ihr die um euch herum so ein bisschen, damit ihr immer schön von einer Reihe die entsprechenden Würfel nehmen könnt. Und um die zusammenzukleben, braucht ihr hier diese 3
Blätter, auch mit diesem 200 Gramm Papier. Die sind 12,3 mal 12,3. Einfach damit wir, 3 Boxen nebeneinander wären 4, 8, 12. Und das hat da so ein bisschen einen Zwischenraum und deshalb machen wir das Papier auf 12,3 anstatt 12. So, jetzt nehmt ihr das erste Papier und wir starten jeweils so, dass wir hier die 2 Boxen machen. Dann drehen wir um, weil dann haben wir immer schön eine leere Seite und können dann weitermachen. Und genau das machen wir jetzt. Das heißt, ich nehme mir jetzt von der ersten Reihe einfach 2 Würfel raus und mache unten Kleber dran. Und jetzt platziere ich den schön unten in der Ecke von diesem Papier. Gucken, dass ihr auf beiden Seiten schön bündig auf diesem Papier seid. Dann drückt ihr den kurz ein bisschen fest. Und das ist schöner, wenn ihr mit dem Flüssigkleber arbeitet, könnt ihr immer noch so ein bisschen ruckeln. Das könnt ihr, wenn ihr das mit dem Doppelkleber macht, könnt ihr das natürlich nicht machen. So, die erste sitzt. Dann nehmen wir die zweite Box. Auch da wieder Kleber unten dran machen. Und dann mache ich jeweils auch auf der Seite der vorherigen Box nur ganz wenig Kleber, damit es daran haften bleibt. Dann nehme ich diese Box und setze die genau da dran und ihr spürt dann auch mit den Fingern, wo die Kanten sind, damit die dann wirklich schön aufeinander liegen. Und dann drückt ihr ein bisschen nach unten und auf die Seite, damit die da sich miteinander auch verbinden. Lasst den Kleber ganz kurz anziehen. Wenn da ein bisschen Kleber rausgekommen ist, ist nicht schlimm, den könnt ihr einfach wegwischen. So, dann drehen wir das Ganze jetzt einmal um. So, das war dann auch schon eure unterste Reihe. Und jetzt, damit sich das Ganze so ein bisschen stabilisiert, gebe ich hier auf die ganzen äußeren Kanten Kleber. Respektive ich verteile da überall so ein bisschen Kleber drauf. So. Und jetzt kann ich dieses Blatt ganz einfach mittig draufkleben und das drücke ich jetzt einfach so ein bisschen fest, damit der Kleber schön anzieht. Dann haben wir eigentlich schon unsere unterste Reihe an Boxen. Kommen wir zur nächsten Reihe. Wir starten wieder vorne beim ersten Stapel, den ihr habt. Ich nehme hier diese 2. Jetzt macht ihr eigentlich dasselbe Spiel. Wobei wir hatten gesagt, ne, wir machen hier
Bei dem Würfel machen wir es so, dass jeweils 1 und dann 3. Das heißt, ich starte jetzt zuerst mit der Dreier-Variante. Das heißt, ich mache hier einen in die Ecke und gucke, dass der schön mit der unteren Reihe schließt. Und jetzt habe ich noch vom letzten Stapel, nehme ich noch eine, die gut dazu passt. Nämlich die 24. Ich würde euch auch anraten, dass ihr die 24 irgendwo in die Mitte setzt. Also einer dieser Boxen müsste jetzt die 24 bei euch sein. Boden festkleben oder Kleber auf den Boden bringen, sagen wir mal so. Dann hier auf der Seite ein bisschen und hier auf der Seite ein bisschen. Und dann sollte die da wunderbar reinpassen. Festdrücken. Dann kommt noch das dritte von diesen Vierecken, das ihr ausgeschnitten hattet, oben drauf. Wieder so ein bisschen festdrücken, damit es auch fest sitzt. Jetzt kommt noch die letzte Reihe, ne? Da wo ihr nur eine hattet, kommen jetzt 3 und da wo ihr 3 hattet, kommt nur eine, die ihr euch anguckt. So, jetzt bei der anderen Box hatte ich ja oben vom Design her so gemacht, weil ich habe hier viele so Rentiere drin und ich habe Schneeflocken und deshalb habe ich so gemacht, dass ich hier oben die blaue Farbe aufgenommen habe und gemattet mit so einer Prägung mit Schneeflocken und dann habe ich noch so einen Hirsch drauf gemacht. Ich zeige euch kurz, mit was ich das gemacht habe.
Die Prägung, die habe ich so mit einem Prägefolder gemacht, wo ihr das Papier reinlegen könnt und dann prägt sich dieses Design mit der Big Shot dann auf euer Papier drauf. Das sind, die untere Mattung sind 12,4 mal 12,4, damit wir hier wirklich schön die Ecken erwischen. Wenn ihr sicher sein sollt, dann messt euch effektiv hier auf der Box ab, wie, wie lange eure Mattung oben sein muss, damit das wirklich alles abdeckt. Die zweite Mattung hier, da hatte ich, das waren 9,8 mal 10,5 ungefähr. Das hatte ich mit diesem Prägefolder gemacht und den Hirsch, da hatte ich mit der Big Shot und diesen Thinlits den Hirsch ausgestanzt und ein Geweih in Blau und habe das dann hier oben drauf geklebt. So, das war der Würfel und beim anderen Würfel, da möchte ich so das Thema von den Schneeflocken heißt es auf Deutsch, nee, nicht Berndeutsch, von diesen Schneeflocken mit aufnehmen und deshalb habe ich gedacht, ich mache das so. Ich habe hier ein blaues Papier genommen, das sind eben auch diese 12,4 mal 12,4 und habe das auch mit diesem Prägefolder, mit den Schneeflocken, habe ich das geprägt und dann habe ich ein weißes Papier genommen, das sind 12 mal 12 und habe mit dieser Stanze hier diesen Stern reingestanzt und diesen kleinen noch in der Mitte. Und ich habe dann effektiv die Punkte, die ich ausgestanzt habe, nicht, ob ihr das seht, das müsste sichtbar sein. Die Punkte, die ich ausgestanzt habe, habe ich dann wieder verwenden und habe die noch oben drauf schön verteilt. Das gibt dann für meine Box einen schönen Abschluss. Das heißt, ich klebe das hier jetzt einfach noch oben auf die Box drauf. Das müsste reichen. Und jetzt hier schön abschließend mit der Box das draufdrücken und den Kleber anziehen lassen. Da könnt ihr echt, je nachdem, was ihr für ein Papier ausgewählt habt für die Vorderseite der Boxen, sucht euch da einfach was aus, was für euch am besten zu diesem Design passt. So, das müsste jetzt eigentlich festkleben. Was wir noch machen ist, wir haben jetzt hier so weiße Felder und das sieht so jetzt nicht so super doll aus und ich mache eigentlich dasselbe wie bei der anderen Werkbox. Ich habe mir hier so auch in derselben Größe wie die Vorderseiten von den Boxen, das heißt 3,8 mal 3,8 cm, habe ich mir weiße Felder ausgeschnitten auch von diesem 200 Gramm Papier und habe die dann ebenfalls mit diesem Prägefolder geprägt. Und so habe ich jetzt 12 von diesen kleinen Feldern, also 3,8 mal 3,8 cm. Und diese bringe ich jetzt effektiv noch auf diese 12 weißen Felder drauf.
So, das sieht doch schon wesentlich schöner aus. Und das mache ich jetzt für alle 4 Seiten. So, ich bin jetzt fertig mit diesen Vierecken, die ich da noch aufgebracht habe. Und so, ihr könnt den einerseits so lassen, wenn euch das besser gefällt. Ich fand es ganz schön, wenn das Ganze noch so auf einem Sockel drauf sitzt. Gibt dem Ganzen auch noch ein bisschen mehr Halt. Und dazu braucht ihr folgendes, ein Stück Pappe. Die ist... kurz nachgucken, wie groß ich die geschnitten hatte. Das sind 14 cm mal 14 cm. Dann ein großes Stück Papier, um das einzufassen. Das habe ich 17 cm mal 17 cm gemacht. Und dann noch ein kleines Stück, um das unten die Pappe damit zu verdecken. Das ist 13,9 mal 13,9. Das kleben wir jetzt noch zusammen. Jetzt nehme ich hier kurz einen anderen Kleber. So. Und packe hier ordentlich Kleber auf diese Pappe drauf. Und lege das Ganze mittig auf dieses Papier. Und drücke das hier ganz einfach mal fest. Damit ihr jetzt diese Kanten gut umlegen könnt, empfehle ich euch hier einfach einen weichen Untergrund zu nehmen und dann am besten das Falzbein und dann geht ihr entlang der Kante von dieser Pappe, zieht ihr oder prägt hier das Papier so, damit das dann auch ein bisschen einfacher geht. Das macht ihr einfach für alle 4 Seiten. Und dann schneidet ihr auch hier die Ecken noch ab. Geht nicht ganz an die Pappe ran, weil sonst sieht man die dann, wenn man die Kanten umlegt. Vielleicht doch ein bisschen weit weg davon. So. So, jetzt könnt ihr hingehen und das Papier schön entlang der Pappe umlegen. So, jetzt können wir das hier auch noch festkleben. So, und jetzt deckt ihr das Ganze noch mit diesem Papier, was ich auf 13,9 mal 13,9 geschnitten hatte.
seht auch, warum ich es nicht auf 14, sondern auf 13,9 geschnitten hatte, weil ich will eigentlich nur, dass unten die Abdeckung ist. Es muss nicht von oben dann nicht sichtbar sein. Aber es gibt dem Ganzen so einen schönen Abschluss. So, hätten wir das. Und jetzt als allerletztes können wir noch die Box aufkleben. Hier einfach gucken, dass ihr schön mittig drauf kommt. Ich würde sagen, das passt. Und dann drücke ich die hier einfach kurz ein bisschen fest, damit der Kleber anziehen kann, weil es doch eine Menge Kleber jetzt drauf. Und dann ist eure Box schon fertig. Ne? 24 kleine Kästchen, wo ihr Goodies reinmachen könnt, ein Ferrero Rocher oder ein kleines Los oder irgend sowas in dem Stil. Die halten auch wirklich gut. Das Ganze ist extrem stabil jetzt und ja, ist auch für Kinder oder ältere Leute, mit diesen Laschen können sie das gut rausziehen und sieht doch wirklich toll aus. Wie ihr seht, ist es bei mir mittlerweile auch schon ein bisschen dunkler geworden. Ich hoffe, euch hat das Tutorial gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln und das Ergebnis wird bei euch auch so toll. Ich habe alle Sachen, die ich verwendet habe, habe ich euch unten in die Links reingestellt. Wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, das hilft mir wirklich auch weiter. Und wenn ihr keines der weiteren Videos verpassen wollt, dann könnt ihr auch auf das kleine Glöckchen klicken. Und ja, dann hoffe ich, ich sehe euch in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald!